Hallo, ich heiße Florian Breindl. Bin ich so durchs Internet, die verschiedenen Foren, Flowgrow und das Aquariumforum oder so, da stößt man ja dann auf diverse Bilder und das findet man halt einfach toll. Die Grundausstattung ging eigentlich sogar relativ schnell Richtung, ja nicht Hightech, aber eine CO2-Anlage hatte ich schon von Anfang an. Ich hatte mich da schon gut belesen und irgendwann, das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, habe ich über einen Facebook-Post herausgefunden, dass der Juris Dudjajevs, ein bekannter Aquascaper hier aus dem Wiesbaden, Raum Frankfurt, da so einen Workshop macht, wo man dann mithelfen kann. Und da habe ich dann da mitgemacht. Ja, und jetzt so die letzten 2 Jahre nehme ich auch aktiv an dem IAPLC-Contest zum Beispiel teil. Ich versuche einen Livescaping-Contest teilzunehmen, um mich da halt weiterzuentwickeln, und die Freundschaften, die man halt dadurch entwickelt, die werden auch immer größer. Ich bin die Heike und ich komme von der anderen Seite von Frankfurt, also aus dem Westen. Zur Aquaristik gekommen bin ich 1982. Da haben wir ein Aquarium geschenkt bekommen und dann ging das so los. Und dann habe ich immer so schöne Aquarien gesehen, die so toll gepflanzt waren. Habe das aber leider nie hinbekommen. Der letzte Versuch mit einer Deko war dann der berühmte Regenbogenlochstein. Das war aber dann auch nicht so das Wahre. Und dann habe ich 2013 einen Bericht im Fernsehen über den Oliver Knott gesehen und habe mir danach das Buch geholt und fand es ganz großartig, dass ich nun mal eine Anleitung hatte, wie sowas auch funktionieren kann. Ich bin der Manuel Berg, man nennt mich auch Manu. Ich hatte einfach Lust auf ein Aquarium, warum auch immer. Da habe ich mich ein bisschen informiert und das hat dann über ein Jahr gedauert, bis ich dann mein erstes Aquarium hatte. Und habe mich halt 1 Jahr lang mehr oder weniger mal intensiv, mal ganz vergessen, darüber informiert, und dann gab es so 2 verschiedene Sachen. Einmal 2 cm Sand und 2 Blumen drin oder schöne Stöcke und Steine mit Landschaften oder dieses Nature Style. Und da habe ich mich halt, das sieht dann ein bisschen besser aus. Da habe ich mich halt ein bisschen näher informiert. Das hat dann ein Jahr gedauert ungefähr, bis ich dann mein erstes Becken dann wirklich geholt hatte. Nach Rücksprache mit meiner besseren Hälfte. Mein Name ist Tanja Pechhold, ich komme aus Erlangen. Zur Aquaristik bin ich gekommen tatsächlich über einen Fernsehbeitrag. Ich muss dazu erzählen, ich habe damals in einer kleinen Wohnung gewohnt, Dachgeschoss, viele Schrägen, wenig Abstellfläche, keine Möglichkeit irgendwie ein Haustier zu halten, und ich habe einen Fernsehbeitrag gesehen über Nano-Aquarien. Und dann dachte ich, Mensch, das passt doch noch auf mein Bücherregal. Und in dem Bericht wurden dann auch Garnelen gezeigt, und dann waren das auch noch Bienengarnelen rot-weiß gestreift, und das hat mich dann einfach gepackt. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren und dann auch mein erstes Garnelenaquarium erstmal aufgesetzt. Und über dieses Aquarium habe ich mich noch mehr informiert, mehr Pflanzen ausprobiert und bin dann auch irgendwann auf den Begriff Aquascaping gestoßen und auf die vielen schönen Aquarien, die im Aquascaping gestaltet wurden. Habe erstmal selbst viel ausprobiert, aber habe dann auch irgendwann mein erstes kleines Scape gebaut. Damals noch ein kleiner 10-Liter Cube, aber das war so der Anfang. Ich heiße Thomas Betz, komme aus Gelnhausen, hier ganz aus der Nähe. Ich habe vor 16 Jahren schon mal Aquaristik betrieben, hatte dann jetzt ganz lange Pause. Vor circa 1,5 Jahren war dann bei uns daheim das Thema mit meinem Sohn, was für ein Haustier wir denn haben könnten. Zum Glück konnte ich das in Richtung Fische lenken, weil da stand auch Meerschweinchen und solche Geschichten auf dem Plan. Und wenn dann natürlich die Tür aufgestoßen ist in so eine Richtung, da muss es dann halt schnell gehen. Dann habe ich mir quasi ein Aquarien-Set gekauft erstmal. Aquascaping war nicht direkt ein Thema für mich. Habe aber dann gemerkt, in 16 Jahren hat sich doch irgendwie sehr viel getan. In-vitros, Zwerggarnelen und so weiter, das gab es alles damals nicht, zumindest nicht irgendwie für mich. Und habe dann, als ich das Becken dann hatte, im Prinzip einen Crashkurs gemacht, 6 Wochen lang, mir alle möglichen YouTube-Videos reingefahren,
Foren durchgelesen, eigentlich alles aufgesogen, was ich irgendwie finden konnte, um wieder reinzukommen in die Materie. Und ja, da hat mich das Aquascaping einfach so sehr begeistert, dass ich dann auch in diese Richtung musste. Ja, ich habe das Becken am Anfang auch ganz rudimentär eingerichtet, Wurzeln rein, Pflanzen rein, im Stil im Prinzip von vor 16 Jahren. Ja, und habe dann aber schnell gemerkt, irgendwie passt es nicht zu dem, was ich so online sehe und was mir eigentlich so gut gefällt. Und nach jetzt in den 1,5 Jahren, würde ich sagen, hat sich dann auch immer mehr zu einem Aquascaping-Becken entwickelt. Die Scapers Lounge hat so circa vor einem Jahr, bisschen länger, ne, dann aufgemacht, was natürlich dann auch für mich irgendwie mit 20 Minuten Fahrzeit einfach war, dann immer vorbeizuschauen, und so bin ich dann immer mehr reingerutscht in die ganze Sache. Das Becken? Ja. Aber kannst aber Wasserwaage mal nehmen. Aber Ob warum das ist dann kein Wasser oder schon? Ja, weil du auf der Seite stehst gerade. Zur Öffnung stand ja hier hinter mir eine Pflanzenwand, die auch zur Öffnung, glaube ich, sehr gut angekommen ist. Leider war sie nicht ganz durchdacht, wie man sich das hätte vorstellen müssen. Falsches Material verwendet und so weiter. Das heißt, nach 2,5-3 Monaten ist diese Wand quasi verreckt. Da haben nicht mehr viele Pflanzen gelebt drin. Kaputt gegangen. Daraufhin haben wir uns das natürlich nochmal neu überlegt und haben gesagt, komm, wir starten noch einen Versuch. Haben dann das richtige Material verwendet. Was war das richtige Material? Ja, wir hatten vorher, guck mal, es gibt Steinwolle und Steinwolle. Steinwolle, die Pflanzen verwendet wird, und Steinwolle für Hausdämmung. Und wir haben Steinwolle für Hausdämmung genommen, die halt Wasser abweisend ist und nicht Wasser aufnimmt. Und deswegen hat die Wand quasi keine Feuchtigkeit aufgenommen. Das heißt, die Pflanzen sind logischerweise gestorben, weil die Wurzeln kein Wasser bekommen haben. Ja, dann haben wir es weggemacht. Dann haben wir eine Steinwolle genommen, die für die Dachdämmung da ist, die Feuchtigkeit speichernd ist. Die haben wir dann eingebaut, haben das Ganze neu betrieben, hat auch wunderbar funktioniert, hat aber viel zu gut funktioniert. Die Wand hat quasi so viel Wasser aufgezogen, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und jetzt ist alles ineinander verschoben. Das heißt, wir hatten unten nur noch so ein Knäuel, oben war nichts mehr, außer Pflanzen, aber der Hintergrund war weg. Und es hat gut gerochen. Ja, das hat sogar gerochen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, beim zweiten Versuch und viel Geld investiert, dieses Thema zu beenden, und haben die Wand liquidiert. Vernichtet? Liquidiert. Und dann war es uns irgendwann klar, dass wir irgendwas Neues machen wollen. Großes Aquarium stand immer zur Debatte, standen verschiedenste Sachen eigentlich zur Debatte. Und dann kam es halt zu diesen Becken, und deswegen sind wir jetzt heute alle hier. Thema für das Becken war eigentlich die Highlands. War meine Idee. Aus den Highlands ist nichts geworden, aber dafür was anderes, ziemlich cooles, finde ich. Was anderes. Also ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis, und wir wollten unbedingt, dass dieses Projekt ein Community-Projekt ist. Wir wollen nicht, dass eine Person das macht, sondern mehrere. Deshalb haben wir den Flo eingeladen, den Tom, ihr könnt ja ruhig in die Kamera winken, Tom, Flo, die Tanja und die Heike. Heike, geh mal kurz. Und Manu, der heute nicht da ist. Und knapp 750 Kilo Fotostones. Hat total Spaß gemacht und so weiter. Und 7 Liter Schweiß. Grüße gehen an Manu. Was kannst du denn sagen? Nix, ich sitze hier nur so rum. Ich hab das schon Der gesagt. sieht cool aus. Ja genau, ich bin die hübsche Quote hier. Cedric hat sich extra rasiert für euch. Ja, echt. Kennt man das nicht. Die
Herausforderung für mich war einfach die Größe. Also 4,50 Meter, das hat man nicht jeden Tag und ich glaube auch nicht, dass ich nochmal eins skaten werde, außer ich mache das Freescape dann wieder mit. Ja, die Größe ist einfach, das zu planen im Kopf irgendwie hat mich sehr gefordert. Steine an sich sind wirklich, ja, wie du schon sagst, ne, jeder ist irgendwie toll, aber die Schwierigkeit ist, glaube ich, bei den Protosteinen, die gut zu kombinieren. Also es gibt so unterschiedliche Einschlüsse, unterschiedliche Spalten, runde Varianten, eckige Varianten, die eckigen Steine, die großen pflastersteinartigen Steine. Das ist schwierig, die zu kombinieren. Das geht mit anderen Steinen besser. Was magst du denn in Frodos? Frodo-Stones? Ich frage erstmal, ob ich die überhaupt mag. Jeder einzelne Stein für sich sieht richtig geil aus von den Riesenbrocken. Aber es ist natürlich sehr schwer, dann den passenden Nachbarstein zu finden, vor allem bei der Größe. Also die Struktur von den Frodos ist jetzt einfach, das ist quasi Mini-Landschaft in XXL. Am schwierigsten natürlich eben mit 50 Kilo Frodo Stones, die entsprechend auszurichten, ist schon eine Herausforderung, sowohl vorm Becken als auch erst recht im Becken dann. Ja. Das war eigentlich der schwierigste Part, dann immer wieder hin und her zu räumen. Das hat ja auch am längsten gedauert eigentlich. Wir haben natürlich viel probiert und es mussten viele sehr große Steine auch mal getauscht werden, weil es im ersten Versuch eben nicht so gut aussah und das ist natürlich schon ja, sehr anstrengend gewesen, speziell für die Männer im Team. Ich durfte draußen warten und das von außen begutachten bzw. ein bisschen dirigieren. Habe mich auch etwas schlecht gefühlt. Aber ja, das ist natürlich, also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat, aber ein bisschen probieren mussten wir schon und das war bei so einer Größe einfach auch sehr anstrengend. Monte Carlo als Bodendecker, Migrantenum Monte Carlo und dann haben wir noch ein paar Cryptocorin Albida Brown. Finde ich eine sehr spannende Cryptocorin-Art, um so ein bisschen einen Farbakzent zu setzen. Ja, und dann sind wir noch so ein bisschen am Überlegen, ob wir später dann nochmal was nachpflanzen oder nicht. Das müssen wir dann schauen, wie sich das Scape entwickelt, wie die Pflanzen wachsen, wie es wirkt. Ja, es wird so klassisch.
wirklich. Tatsächlich. Aber die Boxershort passt zum T-Shirt. Finde Ja. ich gut. Gute Wahl. Ich habe heute extra drauf geachtet. Am besten gefallen hat mir die Zusammenarbeit mit allen. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft. Und es ist immer wieder schön, man lernt von den anderen und kriegt Sachen mit, die man noch nicht weiß. Und kann sich dadurch auch immer wieder verbessern. Und es ist wirklich eine tolle Freundschaft, die hier zu den anderen geworden ist. Ich finde es großartig. Dein Drehbuch. Wie groß Oder nicht das ist? Drehbuch? Ich habe kein Achso. Am besten gefallen, ja, eigentlich die Zusammenarbeit. Also dieses gemeinsam rangehen an die Sache und sich überlegen, wie man es am besten machen kann. Ich denke mal, wenn das irgendwie nur von einem ausgegangen wäre, auch bei der Größe, es wäre gar nicht machbar. Und wenn dann irgendwie alle zusammenarbeiten, wir hatten 2 Leute im Becken, die eben die Hauptkraftarbeit gemacht haben, dann Leute, die zugereicht haben, Leute, die von außen eben geschaut haben, wie sieht's aus und dann halt immer noch mal ein bisschen nachdirigiert haben. Ja, also es hat eigentlich riesen Spaß gemacht. Ja. Wir sind ja eine größere Gruppe an Aquascapern und Aquascaping-Interessierten. Und ich glaube, keiner von uns hat jemals so ein großes Aquarium eingerichtet. Und allein die Größe des Aquariums war erstmal sehr beeindruckend. Dann die Menge an Frodo-Stones, als sie noch in der Kiste lagen oder dann vor uns ausgebreitet, war einfach wahnsinnig beeindruckend. Und wir haben einfach alle zusammengearbeitet, zusammen überlegt, wie wir da das beste Layout draus machen. Und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und meine Mitscaper hier haben auch erzählt, dass sie schon vor dem eigentlichen Projekt aufgeregt waren und nicht schlafen konnten und so viel Begeisterung mitzukriegen, das steckt einfach